Tibet, das verbotene Königreich. Dach der Welt. Für Jahrhunderte war Tibet geografisch unerreichbar und konnte seine alte buddhistische Kultur bewahren. Kein anderes Land hat die Fantasie der Reisenden so inspiriert wie dieses. Für viele sind es vor allem spirituelle Gründe, die sie bewegen, nach Tibet zu reisen. Ein Pilger zu sein bedeutet, an den heiligen Plätzen, die wir besuchen, zu beten. Nicht nur für dich selbst, sondern für das Wohl aller Wesen. Eine Pilgerreise ist eine ziemlich große Herausforderung, weil sie uns auffordert, nach innen zu schauen und einen inneren Raum zu schaffen, um die heilige Dimension der Pilgerstätten zu erfahren. Nicht nur als Tourist zu reisen, sondern auch eine spirituelle Ausrichtung zu haben, das war für mich sehr wichtig. Interessanterweise hat mich das gleichzeitig sehr geerdet und mit etwas Höherem verbunden. Die tibetische Kultur, noch ist sie allgegenwärtig. So sieht man etwa in Lhasa Menschen, die sich gemäß der alten Tradition im Gebet auf den Boden werfen. Ein Ausdruck tiefer Ergebenheit. Diese Pilger sind manchmal tagelang unterwegs, viele 100 Kilometer. Ihr Ziel, der 1500 Jahre alte buddhistische Jokhan-Tempel im Zentrum der Stadt. Er ist einer der bedeutendsten Gebetsstätten Asiens. Jeder Tibeter versucht, mindestens einmal im Leben diesen Tempel zu besuchen. Gegen Abend versammeln sich die Menschen vor den Toren Jokhans. Der Andrang ist groß, denn erst abends dürfen die tibetischen Pilger diesen heiligen Ort kostenlos betreten. Tagsüber dient der Tempel als reine Touristenattraktion, für die Eintritt gezahlt werden muss. Einige bleiben jedoch vor dem Haupteingang im Gebet versunken. Sie praktizieren ein jahrhundertealtes Ritual, die Niederwerfung zur inneren Reinigung. Während der Kulturrevolution 1966 nutzten die Chinesen Jokhan als Schweineschlachthaus. 10 Jahre durften die Tibeter ihre heilige Stätte nicht betreten. Seit einigen Jahren läuft der westliche Tourismus in Tibet auf Hochtouren. Wir begleiten eine internationale Pilgergruppe. Ein Stück der Buddha-Robe, die einmal im Jahr ausgetauscht wird, ist das erste Souvenir für die Reisenden. Reiseleiter Thomas Warrior ist gebürtiger Deutscher. Seit 20 Jahren lebt er in der spirituellen Findhorn-Gemeinschaft in Schottland. Nima ist unser tibetischer Reisebegleiter. Wenn wir die einzigartige Gelegenheit haben, in kurzer Zeit die heiligsten Objekte zu besuchen und sogar die 2500 Jahre alte Statue des Shakyamuni-Buddha im Jokhan-Tempel berühren zu dürfen, dann ist es ungeheuer wichtig, den richtigen Gedanken zu fassen. Die Mehrheit der Menschen auf dieser Erde wird niemals den Jokhan besuchen können oder in dessen Nähe kommen. Sie werden nicht einmal wissen, dass es ihn gibt. Und deshalb ist es so wichtig, sich diesen Segen zum Wohle aller Lebewesen bewusst zu machen. Lhasa heute, eine moderne Metropole. In den 50er Jahren begann China massiv in das politische Leben Tibets einzugreifen. 80.000 Soldaten marschierten im Auftrag Maos in Tibet ein. Alte Kulturen und Traditionen sollten systematisch ausgelöscht werden. Der Kommunismus wurde zur offiziellen Staatsdoktrin erhoben. Nach chinesischen Angaben kamen damals 87.000 Tibeter bei Unruhen ums Leben. Weitere 80.000 flohen ins Exil nach Indien, Nepal und Bhutan.
Der Dalai Lama gründete eine Exilregierung und flüchtete selbst nach Indien. Sein ehemaliger Hauptsitz, der Potala-Palast, ist das nächste Ziel unserer Reise. Jeder Schritt hier ist mühsam. Lhasa liegt in einer Höhe von 3600 Metern. Im Zeitlupentempo schleppt sich die Gruppe bis auf 3800 Meter hinauf. Für einige Teilnehmer ist das sehr anstrengend. Andere machen schon auf dem Weg Entdeckungen, zum Beispiel sehr alte Kalkformationen in der Wand. Oben angekommen bietet sich ein einmaliger Blick über die ganze Stadt. Ja, es ist aufregend. Ich kann es nicht abwarten, hineinzugehen. Das ist das Haus seiner Heiligkeit, des Dalai Lama. Leider kann er im Moment nicht hier sein. Es ist ein sehr seltsames Gefühl, dass wir hier in seinem Zuhause sein können, er aber nicht. Dieser Platz war immer schon in meinem Inneren, aber jetzt tatsächlich hier sein zu können, ist wirklich etwas ganz Besonderes. Für mich ist es ein richtiger Segen. In this Potala Palace, there's the tomb stupa of In diesem Potala-Palast befinden sich die Grabmal-Stupa mit den sterblichen Überresten des 5. bis 13. Dalai Lama. Im 7. Jahrhundert wurde der Potala-Palast vom König Songtsen Gampo erbaut. Er nutzte den Palast, um die buddhistische Lehre zu studieren und zu meditieren. König Songtsen Gampo setzt einige wichtige Reformen durch. Er ließ aus Indien mitgebrachte buddhistische Texte in eine überall in Tibet gültige Sprache übersetzen. Damit verbreitete sich der Buddhismus rasch und die tibetische Landessprache entstand. Das war die Geburt der tibetischen Nation. Bis zum Einmarsch der Roten Garde Chinas war Tibet fast 1400 Jahre lang ein unabhängiges Land. Wir begegnen einer tibetischen Pilgergruppe, doch die Verständigung ist mühsam. Nur wenige Menschen in Tibet sprechen Englisch. Tibetische Kinder müssen ab dem 1. Schuljahr Chinesisch als Unterrichtssprache lernen. Tibetisch wird nur als einfach unter anderen gelehrt. We can pray, may I make the most of this moment, of this time together, and plant some clear seeds in my mind stream for the purpose of developing my mind. Täglich trifft sich die Reisegruppe zur gemeinsamen Meditation. Danach hat jeder Teilnehmer die Gelegenheit, über das Erlebte zu sprechen, sich der Gruppe mitzuteilen. But for the sake of all living beings, Als ich das erste Mal die Gelegenheit hatte, seine Heiligkeit, den Dalai Lama, zu treffen und mit ihm zu sprechen, wusste ich ganz genau, was ich ihn fragen werde. Ich stand nämlich kurz vor einer Pilgerreise nach Tibet. Das Ganze geschah vor ungefähr 15 Jahren. Ich erinnere mich an das Gespräch, als wäre es gestern gewesen. Er sagte, wenn du als Pilger nach Tibet gehst, gibst du den Menschen dort, die in einer sehr schwierigen Situation sind, das Gefühl von Stolz und Würde, das ihren Glauben in die eigene Kultur und Religion festigt. Denn dieser Glaube wird von der derzeitigen Regierung nicht unterstützt. Er sagte, darum ist es so wichtig, als Pilger nach Tibet zu reisen. Damit gibst du der tibetischen Bevölkerung Hoffnung.
Sie werden sagen, Ausländer kommen hierher, weil sie an unserer Kultur und Religion interessiert sind. Also das ist, warum wir hier sind, und das ist, was wir hier tun. Wenn ich darüber nachdenke, was du über die tibetischen Menschen und deren Stolz erzählt hast, ich habe bemerkt, wie viele Tibeter angehalten haben, als Nima zu uns sprach. Du konntest das spüren. Sie sahen erst ihn an und dann uns. Und ich konnte mir vorstellen, dass sie gedacht haben, hey, er ist ein Tibeter, einer von uns, und all diese Ausländer hören ihm zu. Ich glaube, sie waren sehr stolz auf ihn. So wie Thomas schon sagte, die meisten spirituellen Lehrer haben das Land verlassen. Die Tibeter haben keinen Zugang mehr zu ihrer eigenen Kultur und Religion. Ich fühlte mich sehr deprimiert, als mir auffiel, wie viel von der ursprünglichen Kultur verloren gegangen ist durch die chinesische Einflussnahme. Was für ein Kontrast. Soweit ich mich erinnern kann, wollte ich immer schon nach Tibet reisen. Ich wusste nicht warum oder weshalb, aber mein Gefühl jetzt ist, ich bin heimgekommen. Ich bin euch allen sehr dankbar, dass ihr zu einer ganz besonderen Pilgerreise beigetragen habt. Die Gruppe fährt zum 1600 Jahre alten Ganden-Kloster, das etwa 60 Kilometer östlich von Lhasa liegt und eines der 3 größten und wichtigsten Klöster Tibets ist. Der Name Ganden bedeutet Glückseligkeit oder Paradies. Die Strecke ist kurvenreich. Der Bus fährt auf einer Höhe von 4.300 Metern. When I was here, like 12 years ago, there was nothing rebuilt. Only ruin and 2 chapels. Look good. Look what we do, we rebuild. 1959 hat der Dalai Lama das Kloster noch kurz vor seiner Flucht nach Indien besucht. Damals verfügte Ganden über 24 große Andachtsräume. Mehr als 3.500 Mönche wurden hier ausgebildet. Hinter den scheinbar unberührten Häusern verbirgt sich eine traurige Geschichte. Als ich vor etwa 12 Jahren das erste Mal hierher kam, war Ganden noch eine Ruine. Nur ein paar Kapellen waren wieder aufgebaut. Und ich kann mich erinnern, dass ich gar nicht aufhören konnte zu weinen. Das war alles so traurig. Ich konnte es nicht glauben, dass so eine Zerstörung stattgefunden hatte. Und jetzt wieder hier zu sein, ist einfach unglaublich. Das Ganden-Kloster wurde mit chinesischen Geldern zu etwa 50% wieder aufgebaut. Während der Kulturrevolution sind fast alle Mönche in Ganden getötet worden. Mönche und Nonnen wurden öffentlich geschlagen, gefoltert und umgebracht. Wer am Leben blieb, wurde an der Religionsausübung gehindert. Nach Angaben der tibetischen Exilregierung fanden 1,2 Millionen Tibeter während der Kulturrevolution den Tod. Für Tibet ist dies ein noch lange nicht aufgearbeitetes, kollektives Trauma. Doch der tibetische Buddhismus überlebte. Der Dalai Lama gründete 1959 in Indien eine Exilregierung und die Tibeter bauten in Indien einige der bekanntesten Klöster wieder auf, darunter auch Ganden.
Diese Exilklöster boten einen Platz, an dem geflohene Mönche ihre Weisheit an die jüngere Generation weitergeben konnten. Bevor Buddha seinen Körper verließ, baten ihn seine Jünger, für die Zukunft ein Zeichen zu hinterlassen. Buddha hatte 3 Besitztümer: seine Robe, seine Bettelschale und seinen Becher. Das ist alles, was Buddha besaß. Er faltete seine Robe zu einem Quadrat, drehte seine Schale um und legte sie auf die Robe. Dann drehte er seinen Becher um und legte ihn auf die Schale. Also wenn du dir das vorstellst, was siehst du dann? Stupa. Der tibetische Buddhismus entstand aus einer Verschmelzung der alten schamanistischen Bon-Religion und dem aus Indien überlieferten Buddhismus. Somit basiert der tibetische Buddhismus auf den Darlegungen der großen indischen Meister. Über die Jahrhunderte wurden diese ergänzt durch Elemente aus der tibetischen Kultur und Lebensweise. Das wesentliche Element des tibetischen Buddhismus ist das altruistische Streben nach Erleuchtung. Die Wurzel dieser Haltung ist Mitgefühl, das sich aus der Erkenntnis des Leidens der Welt entwickelt. Dieses Leiden muss jeder Übende zuerst in Bezug auf seine eigene Person erfahren. Erst dann kann man das große Mitgefühl und Erleuchtung erreichen. Seid unbesorgt, sagt Thomas. Wenn ihr langsamer werdet, werden wir auf euch warten. Die Gruppe befindet sich jetzt auf einer Höhe von 4.500 Meter. Für die Pilger kann es sehr anstrengend werden. Sie starten die Umrundung, die sogenannte Chora, um den heiligen Berg des Klosters Ganden. Ein Mönch aus dem Kloster begleitet sie. Doch bevor es weitergeht, werden Räuchergaben angezündet. Feuer symbolisiert Verwandlung. Reinigende Rituale wie diese sollen negative Energien verbannen und den Geist für positive Erfahrungen öffnen. Der Mönch bringt Gebetsfahnen für die Reisenden an. Sie werden in Tibet an jedem wichtigen spirituellen Ort, insbesondere an Gebirgsübergängen, aufgehängt. Die aufgedruckten Gebete sollen vom Wind in alle Richtungen getragen werden. Niemals sollte man über die Gebetsfahnen steigen, sagt Thomas, das bringe Unglück. Chora, die Umrundung. In der buddhistischen Lehre geht es dabei darum, sich von Sünden zu befreien, um auf dem geistigen Weg der Erleuchtung näher zu kommen. An einem Felsen findet die Gruppe reliefartige Ausbildungen. Das sind Zeichen der Gottheit Tara, die durch den erleuchteten Geist heiliger Wesen hervorgerufen wurden, die hier an dieser Stätte meditiert haben. Man kann sehen, dass sie wirklich aus dem Felsen hervortreten, also nicht eingraviert wurden. Tara ist eine Gottheit, die Hindernisse auf dem spirituellen Pfad entfernen kann. Also lasst uns beten. Mögen alle Hindernisse auf meinem spirituellen Pfad beseitigt werden und auch alle Hindernisse auf den Pfaden aller Wesen, sodass sie Befreiung und Erleuchtung erlangen. Während der Chora erhalten tibetische Pilger von ihren Lehrern wichtige Anweisungen und Erklärungen. So werden diese von einer Generation zur nächsten überliefert. Eine Aufgabe wird den Pilgern gestellt. Sie sollen versuchen, mit einem Stein ein bestimmtes Loch im Fels zu treffen. Yes.
Die nächste Aufgabe. Die Chora bietet verschiedene Bewährungsproben. Wer es schafft, 3-mal auf einem Bein um diesen Hügel zu springen, erlebt eine kraftvolle Reinigung von Körper, Sprache und Geist. Nur die jüngste der Gruppe schafft es. Immerhin sind wir auf einer Höhe von 4.500 Meter. Es ist nicht einfach, sich in dieser Höhe zu bewegen, geschweige denn zu springen. Like that. Like this, yeah. This is a test to find out if you have predominantly negative Der Mönch, der uns begleitet, kennt noch die Bedeutung dieses unscheinbaren Felsenlochs. Von Thomas erfahren die Pilger, dass jeder, der durch dieses Felsenloch kriecht, eine bessere Aussicht auf eine gute Wiedergeburt haben soll. Um durch das Loch hindurchzukommen, sind Ausdauer und Geschicklichkeit gefragt. Doch alle versuchen, der Aufgabe gerecht zu werden. Trotz ihrer Augenverletzung. Anja hat es geschafft. Und mit letzter Kraft kommt auch Anna noch durch. Ich habe mich so sehr auf das Durchkommen konzentriert. Jetzt habe ich nur noch Kopfschmerzen. Auch für Kathleen Ruth ist das Felsenloch eine besondere Herausforderung. What was the signification? Very significant. Yes, tell me. Ich habe Platzangst. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffen kann. Aber ich habe es einfach getan und bin ganz außer Atem. Weiter unten am Felsen befindet sich eine sogenannte Himmelsgrabstätte. Bei dieser bis heute üblichen Bestattungsart wird der Leichnam in Teile zerschnitten und anschließend den Geiern überlassen. Eine allerletzte Aufgabe. Hört man auch wirklich den richtigen Klang? Längst führen moderne Asphaltstraßen durch das ganze Land. Das Tal ist mit schnell wachsenden Bäumen bepflanzt. Nur wenige Touristen besuchen die kleine Tempelanlage am Rande der Straße. Das Drolma-Lakan-Kloster ist eines der wenigen in Tibet, die nicht von den Chinesen zerstört wurden. Die Anlage wurde im 11. Jahrhundert gebaut und ist in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Der Tempel ist der Göttin Tara gewidmet, die als Mutter aller Buddhas verehrt wird. Ein großer indischer Meister hat hier im 11. Jahrhundert gepredigt und seine Lehren verbreitet. Der buddhistische Reformator Atisha. Nur durch gründliche Vorbereitungen, Studium und Praxis konnten seine Schüler die Erleuchtung erlangen. Aus seinen Lehren ging später die Gelugpa-Sekte hervor, an deren Spitze der Dalai Lama steht. Die Reise geht weiter. Über die Steppen und Berghänge zogen schon immer Nomaden mit ihren gemischten Herden. Ihr Weideland bedeckte über 70% der Hochebenen.
In früheren Zeiten haben die Herden und der Tauschhandel den Nomaden ein reiches Leben beschert. Heute versuchen die chinesischen Behörden, auch diese Freiheit zu beschneiden. Khambala Pass, in einer Höhe von 4.974 Metern. Serpentinen führen zum Yamdrok-See, der wegen seiner Farbe auch der Türkise See genannt wird. Der See ist der größte Binnensee am Nordhang des Himalaya und zählt zu den 3 heiligen Seen Tibets. Jährlich kommen unzählige Vögel zum Brüten hierher. Es wird gefeilscht. Diesmal geht es um eine aus Yak-Knochen hergestellte Kette. Hallo Luki. Hallo. Ein Erdrutsch am Seeufer hat die Straße verschüttet. Um zum nächsten Ziel der Stadt Gyatso zu kommen, müssen wir nun einen 200 Kilometer langen Umweg fahren. Gyatso ist die drittgrößte Stadt in Tibet und hat ihr ursprüngliches Gesicht weitgehend bewahrt. Das Leben hier spielt sich vor allem auf den Straßen ab. Baiju, eine einzigartige Kombination aus Stupa und Kloster, die heute unter Denkmalschutz steht. Angeregt durch die Musik hält sich auch die Stimmung in der Gruppe wieder auf. Die Reise war anstrengend. Im Kloster werden heute über 1000 Bände klassischer Schriften aufbewahrt. Sie sind in Tibetisch verfasst und von größter Bedeutung für die Erforschung der tibetischen Kultur und Religion. Die Stupa hat 108 Tore und 76 Räume für 100.000 Buddha-Figuren. Deshalb wird sie auch Stupa der 100.000 Buddhas genannt. In der Stupa finden sich zahlreiche kleinere Räume und Kammern, die Wandmalereien, Skulpturen und buddhistische Kunst aus Indien und Nepal beherbergen. Pilger dürfen ganz nach oben klettern. Ich habe mich entschieden, hier zu warten. Es ist mir zu viel. Für die Pilger ist das Kloster Baiju mit seiner Sammlung heiliger Schriften ein Ort der tiefen Besinnung. Ich glaube, der Ursprung unserer spirituellen Lehren, jedes Buch, das wir lesen, ist hier zu finden. Genau hier. Daran gibt es keinen Zweifel. Es geht darum, unsere tiefen Wurzeln zu erkennen, vor allem den Ursprung der Lehre des Mitgefühls und des Respekts. Hierher zu kommen und die Gelegenheit zu haben, die heiligen Objekte zu berühren und zu fühlen und sie auch zu begreifen, ist für mich ein absolutes Privileg. All die Erfahrungen, die ich hier gesammelt habe, sind für mich noch nicht greifbar. Die volle Bedeutung meiner Erlebnisse wird mir erst später klar werden. Ich kenne sie noch nicht, außer dass ich mich daran erinnere, zu glauben. Heute wirkt vieles wieder normal in Tibet. Für die Tibeter bleibt es jedoch fraglich, ob ihre Kultur überleben wird. Im Vergleich zu den Zeiten während der Kulturrevolution hat sich die Lage in Tibet jetzt verbessert.
Zum Beispiel werden die religiösen Rechte respektiert und jeder kann die Religion ausüben, die er möchte. Wir verlassen Tibet, belohnt mit einer klaren Sicht auf den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest. Rückflug nach Kathmandu, der Hauptstadt Nepals. Am Flughafen. Die Segnung mit einem weißen Seidenschal ist Tradition, ein Symbol der Reinheit, des Respekts. Sonnenaufgang über Kathmandu, das Kopan-Kloster. Schon ab 5 Uhr morgens schallt Mönchsgesang durch das Tal. Seit 1959 sind viele Mönche aus Tibet nach Nepal geflohen. Um ihre Kultur zu erhalten, haben sie hier viele der zerstörten tibetischen Klöster nachgebaut. So auch Kopan. Gegründet wurde das Kloster 1969 vom Lama Yeshe und Lama Zopa Rinpoche. Während es in Tibet strengstens verboten ist, eine Abbildung des Dalai Lama zu besitzen, ist seine Heiligkeit in Kopan allgegenwärtig. Die Pilger erleben hier hautnah den lebendigen Geist des tibetischen Buddhismus. Stundenlang rezitieren die Mönche heilige Schriften und Merksprüche, die sogenannten Mantras. Durch das Wiederholen soll die energetische Wirkung und Heilkraft der Mantras verstärkt werden. Das Oberhaupt des Kopan-Klosters ist Ken Rinpoche Lama Lundrup. Als junger Mönch wurde er im Sera-Kloster in Tibet ausgebildet. Der Lama empfängt unsere Gruppe und erlaubt Fragen. Liz fragt ihn, wohin ihre Pilgerreise weitergehen sollte. Deine Reise geht als nächstes nach Indien, Bodh Gaya. Das ist der Platz, wo Buddha seine Erleuchtung erlangte, ergänzt Thomas. Ich möchte dem Lama das neue buddhistische Zentrum Shambhala in Schottland vorstellen. Vielen Dank. Sehr schön. Wir brauchen mehr Menschen, die sowohl Weisheit und spirituelles Verständnis als auch Glaube und Vertrauen täglich praktizieren. Damit erhöht sich das spirituelle Verständnis. Das Leben kann dann angenehmer und friedvoller sein und ohne Streiten und Kämpfen. Aber viele Menschen sind nicht in der Lage, diesen Frieden zu erhalten. Das gilt für Einzelstehende als auch für Menschen in einer Beziehung. Das ist eine wichtige Einsicht. Habt ihr das verstanden? Ich würde gern fragen, wen kann ich als meinen spirituellen Lehrer annehmen? Deine innere Weisheit. Und dann auch Thomas. Ich bin kein Lehrer, ich bin nur Student. Das ist in Ordnung. Für viele Besucher aus der ganzen Welt ist Kopan zur spirituellen Oase geworden. So auch für Thomas. Am letzten Tag meiner ersten Nepal-Reise bin ich den Berg zum Kloster hochgelaufen. Am Tor stand ein Mönch, der mir freundlich zuwinkte, und ich dachte, das ist aber sehr einladend. Und als ich das Tor erreichte, sagte er zu mir: Willkommen im Kopan, bitte komm doch herein und lass es dir hier gut gehen. Als ich dann im nächsten Jahr wieder nach Nepal kam und den Berg hochlief, stand derselbe Mönch wieder am Tor und winkte mir zu. Ich dachte, das ist bestimmt der Mönch, der am Tor Wache hält. Er sagte: Willkommen zurück und lass es dir gut gehen. Und wieder verlebte ich wundervolle Tage im Kloster. Dann dachte ich mir, Kopan wäre doch ein toller Platz für meine Gruppenreisen.
Wir könnten hier Unterweisungen im tibetischen Buddhismus erhalten und dies mit einer Bergwanderung verbinden. Also sprach ich dann mit der Nonne im Büro und fragte nach dem Abt, um ihn um Erlaubnis für die Gruppenreisen zu bitten. Ja, sicher, sagte sie. Der Abt steht da drüben. Und sie zeigte auf den Mönch, der mir immer am Tor begegnet war. Das war komisch. Und ich sagte zu ihr, nein, das ist nicht der Abt, das ist der Torwächter. Doch sie sagte, welcher Torwächter? Kopan hat gar keinen Torwächter. Bis zum heutigen Tag weiß ich wirklich nicht, warum Lama Lundrup am Tor stand und mich willkommen hieß. Aber so war es halt. Wie auch immer. Ich ging zu ihm, erklärte mein Anliegen und er sagte, ja. Und ich fragte, ja was? Und er sagte, ja, alles. Du bereitest einfach alles vor und bringst deine Gruppen hierher. Und das war wohl der Anfang meiner regelmäßigen Besuche. Täglich versammeln sich die Mönche im Hof, um zu debattieren. Dabei klatscht einer der Mönche in die Hände und stellt seinem Gegenüber eine spirituelle Frage. Der Partner muss möglichst schnell und korrekt antworten. Eine der wichtigsten Übungen im Kloster ist das Kultivieren des grenzenlosen Mitgefühls. Wenn Körper und Geist ganz von dem Wunsch durchdrungen sind, alle Wesen vom Leid zu befreien, dann trägt auch die kleinste Tat zur Erfüllung dieses Wunsches bei. So glauben die buddhistischen Mönche. Mittagszeit. Auf dem Hügel im Kloster leben etwa 360 Mönche. Schon im Alter von 5 bis 7 Jahren kommen sie aus Tibet, Nepal, Bhutan und der Mongolei, um die klassische Ausbildung der Gelugpa-Schule zu erhalten. Gemäß der buddhistischen Lehre ist für die Mönche und Nonnen Ausbildung und Aufenthalt kostenlos. Unterstützt wird das Kloster durch die zahlreichen Gäste, vor allem aus dem westlichen Ausland, die das ganze Jahr über im Kloster verschiedene Kurse und Trainingsprogramme absolvieren. Lama Lundrup unterrichtet auch im Nonnenkloster unterhalb des Hügels. Hier leben etwa 380 buddhistische Nonnen. Begierig und mit offensichtlicher Freude nehmen die Nonnen die Lehren des Abtes auf. Eines der wichtigsten Anliegen des Dalai Lama ist es, für Nonnen die gleichen Rechte wie für Mönche zu erreichen. Diese Gleichberechtigung macht umso mehr Sinn, als man nach dem buddhistischen Glauben davon ausgeht, dass eine Frau als Mann wiedergeboren werden kann und umgekehrt. Nach dem Besuch im Nonnenkloster geht es in die Stadt. Im Laufe der Geschichte haben sich in Kathmandu verschiedene Glaubensrichtungen entwickelt. So soll sich auch der Buddhismus aus dem Hinduismus entwickelt haben. Beide Religionen leben hier friedlich nebeneinander. Die Bauda Stupa. Verblüfft schauen die Reisenden auf die größte Stupa von Kathmandu und eine der größten der Welt. Im Uhrzeigersinn geht es um die großen Gebetsmühlen herum. Die Stupa hat nur einen einzigen Eingang, durch den alle hindurch müssen. Der Klang der Trommeln und Glocken soll positive Energien wecken und negative abwenden. Überall begegnet man hier Menschen, die in ihrer Andacht versunken sind. Wegen der großen Spiritualität des Ortes gilt das Beten in dieser Stupa als besonders erstrebenswert. Auf der untersten Stufe der Stupa sieht man Tibeter, die zur inneren Reinigung stundenlang Niederwerfungen praktizieren. Um die Bauda Stupa herum befinden sich mehrere Klöster. An deren öffentlichen Zeremonien kann jeder teilnehmen. Das Dasein Festival.
Gemäß dem hinduistischen Glauben werden an diesem Tag überall in Kathmandu Tiere geopfert. Wir sind unterwegs zur Swayambhunath Stupa. Eines der Gebote im Hinduismus besagt, keine Lebewesen zu töten. Von diesem Grundsatz ausgenommen sind Blutopfer, die in den Tempeln dargeboten werden. The Dasein Festival is a festival of a sea of blood. Während des Dasein-Festivals verwandelt sich Kathmandu in ein blutiges Meer. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euren Gang zur Stupa allen geopferten Tieren widmen und ihnen eine gute Wiedergeburt wünschen. In der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Der steile Aufstieg vollzieht sich in absoluter Ruhe und ohne Unterbrechung. Swayambhunath gilt als eine der ältesten buddhistischen Tempelanlagen der Welt. Das Alter der inneren Bauten wird auf etwa 2500 Jahre geschätzt. Jede Epoche hat hier ihre eigenen Wahrzeichen hinterlassen. Neben der Stupa sind so auch hinduistische Tempel entstanden. Buddhisten und Hindus vollziehen ihre heiligen Rituale nebeneinander. Kathleen Ruth hat die Umrundung der Stupa beendet. Die steile Treppe war noch einmal eine Herausforderung. Interessanterweise, als ich die Treppen hochstieg und meine Gedanken beobachtete, fühlte ich den Stress in meinem Körper. Und aufgrund meiner sehr langen Krankheitsgeschichte hätte mein mentales Ich mir angesichts der Symptome sagen müssen, das kannst du nicht schaffen, weil dein Körper nicht funktioniert. Aber diesmal, weil ich schon so viele Veränderungen erlebt habe, konnte ich beobachten, dass diese negativen Gedanken zwar immer noch da sind, aber sie beherrschen mich nicht mehr. Und ich konnte darüber lächeln und loslassen. Ich war dankbar dafür, dass mein Körper doch funktioniert. Und die Tatsache ist, ich laufe diesen sehr steilen Berg hoch. Wir reisen ab voller Hingabe, motiviert durch eine höhere Energie, voller Respekt und Liebe und in der Gewissheit einer guten Zukunft. Ich gehe hier weg mit Erinnerungen in meinem Herzen an betende Menschen, die in den Tempeln mit tiefer Hingabe Niederwerfungen praktizieren und heilige Stätten umrunden. Das ist etwas Bleibendes und Tiefgreifendes, weil der Glaube dieser Menschen so tief verwurzelt ist. Und meine Hoffnung und mein Gebet ist, möge darin etwas Unzerstörbares sein, das sich ausbreitet und die ganze Welt erreicht und berührt.